So it goes, the old unchanging story. You can change, but you cannot choose where you come from. And so it goes, the old unchanging story. You can change, but you cannot choose where you come from. Europa Intakt ist ein Treffen von inklusiven Musikbands aus verschiedenen Ländern Europas, die hier ihre Inhalte austauschen und ihre künstlerischen Ideen und ihre Umsetzung der Idee Inklusion. Es finden tagsüber Workshops statt, in denen sich diese Ensembles mischen und austauschen. Und am Abend finden Konzerte statt, in denen die Ensembles zeigen, was sie zu Hause machen und ihre Arbeit präsentieren. Was Europa Intakt im Bereich der Musik aufgebaut hat, ist einfach großartig. So, dass auch die Fakultät Sonderpädagogik auch ja ein Aushängeschild der Universität war, nicht? Und nach wie vor ist. Es ist schon beeindruckend, was geschafft werden kann. Es gibt ein großes Netzwerk, das in den letzten Jahren gewachsen ist. Also ich habe mich nie als Einzelkämpferin gefühlt, denn ich hatte immer Kolleginnen und Kollegen, ich hatte immer MusikerInnen, die dann Lust hatten mitzuspielen. Und es ist spannend für mich, eine Plattform zu bieten, wo Leute sich begegnen können. Man braucht ein bisschen Neugier auf Menschen. Einfach. Und ob da jemand eine Behinderung hat oder wie viel Assistenzbedarf jemand hat, das ist erstmal unerheblich. Das muss man mit berücksichtigen, natürlich. Aber musikalisch gesehen steht da die Welt offen. Via Gourmet. Questa è di notte a fiori altrui, questa è di notte magica. Via, via, via Gourmet. Questa è di notte a fiori altrui, questa è di notte magica. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, babe, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Musik macht man durch viele Dinge. Und für mich ist Musik etwas, das man mit anderen teilen kann. Wenn man jetzt für andere spielt oder so, teilt man das ja auch mit der Menge. Und wir haben ja das Globophon benutzt, diese Maschine. Und ich kenne die Jungs gar nicht so gut. Aber ich glaube schon, dass Musik verbindet. Dass wir einfach das Ganze zusammen erleben und einfach Spaß daran haben können. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go so low, oh I go so low. I'm making my way home, I'm making my way. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way.
I go so low, oh, I go so low. I'm making my way home, I'm making my way. In ganz Europa gibt es Leute, die sich überlegen, wie man Menschen mit schwerer Behinderung ermöglichen kann, dass sie aktiv Musik machen. Die arbeiten in der Regel praktisch mit den Menschen und sehen, welche Bewegungen die ausführen können. Und gemäß dieser Bewegungsmöglichkeit entwickeln die Instrumente. Also man kann was berühren, man kann den Kopf auf und ab bewegen. Da gibt es überall Leute, die da die tollsten Ideen haben. So, wie weit seid ihr? Ich guck mal, ob er ihn schon hat. Oh, ich bin voll aufgeregt, ey. Ob du jetzt gleich Töne machen kannst. Ja, die Violine. So, hier ist er verbunden. Jetzt kannst du auf die... Geil! Und meine Idee war, dass man die Menschen zusammenbringt, die solche neuen Instrumente entwickeln, mit denen, die ganz traditionell die Musik erzeugen. Und in dieser Kombination entsteht eine neue Musikästhetik und es entsteht aber auch so eine Wertigkeit des Musikmachens. Das heißt, auch Menschen mit schwerer Behinderung, für die es vielleicht in früheren Jahrhunderten keine Möglichkeit des persönlichen Ausdrucks gab, die stehen jetzt auf der Bühne und machen Musik. Und das will ich gern mit dieser Veranstaltung zeigen, wie das geht und dass das geht. Europa intakt ist ganz wichtig. Da gibt es Begegnungen, die sonst nicht hätten stattfinden können. Gerade jetzt in diesem Thema Digital. Es sind so viele Bewegungen, die es überall gibt in Europa und über Europa hinaus, die ich gar nicht so mitkriegen kann oder nur über YouTube mal angucken kann. Jetzt sind die Dozentinnen und Dozenten und Entwickler von einzelnen Instrumenten hier in Dortmund. Das ist ein großes Fest eigentlich. Das ist fantastisch, das zu erleben und auch zu erleben, wie andere Menschen inklusiv arbeiten, wie das Zusammenspiel gehen kann. Und es finden sich immer Gemeinsamkeiten, wie bei anderen musikalischen Begegnungen eben auch. Natürlich gibt mir das viel Energie und viel Ideen auch, wie man weiterarbeiten könnte oder was wir noch machen können, mit wem wir noch zusammenarbeiten können. Also deswegen Festivals, Kongresse sind da unendlich wichtig und weil hier so viel Praxis zu sehen ist, eben doppelt schön. In bestimmten Musikerszenen, die sowieso sich an neuen Klängen, an experimentellen Geschichten orientieren, aber auch ganz viel im Bereich von Jazz und Weltmusik. Da gibt es viele Leute, die offen sind, auf der einen Seite für neue Möglichkeiten zu musizieren, aber die auch einen Qualitätsanspruch haben. Und der Anteil der Leute, die so denken, der wächst in bestimmten Musikszenen. Dass es immer selbstverständlicher wird, dass man über Qualität nicht redet, weil die Qualität einfach da ist. Da findet einfach gute Musik statt und Inklusion ist kein Thema, die findet einfach statt. Aber dass es in der großen Breite der Gesellschaft angekommen ist, das kann man noch nicht sagen oder ich empfinde das jedenfalls nicht so und deswegen
ist es auch so, dass wir solche Veranstaltungen brauchen, um damit argumentieren zu können, um zu sagen, Leute, schaut euch das an, hört euch das an. Merkt ihr da irgendwas Schwieriges oder Seltsames? Na, ihr hört und seht einfach gute Musik. So, und das ist das Ziel von Europa intakt. Also ich glaube, es ist entscheidend, dass uns klar wird, dass Kultur ein Lebensmittel ist, dass es nicht nice to have ist, dass es nicht das Sahnehäubchen ist, sondern dass es zentral ist für eine bunte, diverse Demokratie. Deswegen ist meine tiefe Überzeugung, dass Kultur und Inklusion auch zusammengehören. Und das zeigt sich jetzt gerade hier bei der Veranstaltung Europa intakt. Also dass man Kultur wirklich divers diskutiert, dass man natürlich über Gender redet, dass man auch über das Thema Antirassismus redet, aber dass man die Menschen mit Beeinträchtigungen nicht vergisst. Die haben eine Menge einzubringen und insofern freue ich mich wirklich, hier zu sein. Is in the air for you and me. Inklusion, das Wort an sich, das sollte eigentlich so gesehen ja kein Thema mehr sein, wenn es angekommen wäre. Und daran sieht man, dass es halt noch nicht wirklich angekommen ist. Und weil immer noch sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung hauptsächlich an solchen Veranstaltungen teilnehmen, statt dass es so gemischter ist, dass alle daran teilnehmen. Das fehlt mir ein bisschen bei solchen Veranstaltungen, weil in der Musik gibt es keine Grenzen. Da kann jeder einfach kommen, der Talent hat, der Lust hat, einfach auf die Bühne gehen oder auch nicht auf die Bühne gehen, Musik machen, Musik hören, Musik fühlen und die Musiksprache ist auf der ganzen Welt gleich. I wanna make a day, I wanna cut your hair, I wanna spend my time with you. I wanna make a dream, I wanna take a train, I wanna go away with you. I wanna do what's not allowed, I wanna cry your name out loud. So don't be so shy with me. Come dance in the middle of the road. Come dance in the middle of the rain. I wanna be with you, I wanna laugh with you, I wanna cry with you, I wanna hold you, I wanna go to hell with you. Come dance in the middle of the road. Mich begeistert, wenn ich diese künstlerische Energie von einfach verschiedenen Menschen erleben kann. Also wenn ich dieses durch und durch musikalische erleben kann, wenn ich erleben kann, wie die Lebensenergie von Menschen sozusagen in die Instrumente fließt und drüben bei uns wieder rauskommt. Das finde ich ein so schönes Grundgefühl. Und das kann man sich ja gar nicht selber bereiten. Das kann man nur anstoßen und dann passiert es.